Schönen guten Tag. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen, Herr Bogojanov, wertes Publikum der Wissenschaftlichen und Technischen Konferenz in Usbekistan. Mein Name ist Christian Kreischer. Ich bin Professor an der Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr in Hamburg und habe die Professur für elektrische Maschinen- und Antriebssysteme inne. Und ich freue mich sehr, Ihnen die aktuellen Forschungsthemen der Professur vorstellen zu dürfen. Die Professur beschäftigt sich mit hoch ausgenutzten Maschinen. Dabei spielt vor allem die Dynamik elektrischer Antriebe am Netz eine wichtige Rolle. Und bei den großen Maschinen brauchen wir auch eine gute Toolkette der numerischen Feldberechnung. Themen, die wir betrachten, sind Antriebe aus dem Bereich Elektromobilität, erneuerbare Energien und Windenergieanlagen sowie Großmaschinen, Turbogeneratoren. Demgegenüber betrachten wir auch innovative Antriebssysteme und Sondermaschinen mit besonderen mechanischen Ansprüchen. Hier auf dem Bild sehen Sie ein Foto unseres Labors. Für Großmaschinen ist es, wie gesagt, wichtig, eine besonders gute Toolkette zu haben, um diese auslegen und betrachten zu können. Hier sehen wir ein Beispiel für die Berechnung einer Wickelkopfbeanspruchung, die besonders stark eben in Mitleidenschaft gezogen wird bei Fehlern im Netz oder innerhalb der Maschine. Hier kann zum Beispiel die elektromagnetische Kraft im Wickelkopfbereich berechnet werden und die berechneten Kräfte können dann in ein sehr detailliertes mechanisches Modell der Maschine eingeprägt werden, um dann mechanische Beanspruchungen abschätzen zu können, ein Redesign durchführen zu können oder auch zu überlegen, wo eignet es sich, Monitoring- und Überwachungssysteme zu installieren. Wenn Schwingungsmessungen im Wickelkopfbereich durchgeführt werden, muss man berücksichtigen, dass es ein dreidimensionales schwingungsfähiges Gebilde ist. Und zur Analyse bietet es sich an, dann eine Modalanalyse der Schwingungsmessung durchzuführen, um eben die Anregung zu identifizieren und eben eine Überwachung mittels eines neuronalen Netzes oder künstlicher Intelligenz durchzuführen. Wenn das Ganze funktioniert, kann man natürlich auch darüber nachdenken, ein Schutzsystem zu implementieren. Ein sehr schönes Projekt, was wir kürzlich mit einer Dissertation abschließen konnten, ist die Charakterisierung von Hochtemperatur-Supraleitern mit einem multiphysikalischen Prüfstand, der hier entsprechend abgebildet ist. Ziel war es hier, die Wirkung von mechanischen Kräften auf Supraleiter der zweiten Generation zu untersuchen und Alterungsmechanismen bzw. Wechselwirkungen zu identifizieren. Wofür brauchen wir das? Insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien ist es so, dass die Generatoren immer größer werden und für Offshore-Windenergieanlagen ist man natürlich bestrebt, ein ganz besonders robustes System aufzubauen. Das heißt, man möchte möglichst auf Getriebe verzichten und der Trend geht immer mehr dahin, die Getriebestufen zu reduzieren beziehungsweise auf das Getriebe ganz zu verzichten. Dann enden wir bei sehr großen Ringgeneratoren mit viel Permanentmagnetmaterial, was natürlich an Ressourcengrenzen stößt und dann auch kommerziell nicht mehr so gut umsetzbar ist. Deswegen bietet es sich an, Supraleiter einzusetzen. Eine Möglichkeit ist es, den Stator konventionell zu fertigen mit der entsprechenden Statorwicklung und dem Evolventenbereich und den Rotor mit Supraleitenwicklungen auszuführen, sodass wir da eben eine Gleichstromerregerwicklung realisieren können. Damit das Ganze wirtschaftlich umsetzbar ist, muss man den Generator genau kennen. Man muss sicherstellen, dass die Komponenten über die Betriebszeit der Anlage halten. Wenn man jetzt nur eine einzelne Anlage baut, ist das noch sehr teuer. Wenn man einen ganzen Park baut oder plant, dann fallen die Preise für die Supraleitenentwicklungen
drastisch, sodass hier eine wirtschaftliche Umsetzbarkeit gegeben ist, wenn man sich denn sicher ist, dass es funktioniert. Und da bildet unser Prüfstand einen Schritt in diese Richtung, sodass wir genau wissen, wie der Supraleiter an sich verhält. Hier sehen wir eine Detailaufnahme von der Prüfkammer. Wir haben einen Kaltkopf, der unsere Probe kühlt. Die Probe ist über spezielle Greifzangen, Klemmen eingespannt und wir können über Zugkräfte auf die Probe draufbringen und über eine 4-Punkt-Messung dann bestimmen, ob der Leiter sich im supraleitenden Zustand befindet. Und ein Ergebnis der Dissertation ist, dass die kritische Temperatur des Supraleiters sich mit der mechanischen Spannung verschiebt. Also je stärker der Leiter belastet wird, desto kleiner ist die Sprungtemperatur und desto größer ist der Kühlaufwand. Das ist natürlich für die genaue Auslegung und Optimierung eines Systems sehr wichtig. Und was die Arbeit auch gezeigt hat, ist, dass diese Verschiebung irreversibel ist. Das heißt, wenn der Leiter einmal eine größere Beanspruchung gesehen hat, ist er schon vorgeschädigt quasi. Und das Ganze spielt natürlich dann eine Rolle bei der Auslegung und bei der Fertigung dieser Anlage. Wir haben auch Zyklentests durchgeführt und Kriterien entwickelt, mit denen wir eine Beschädigung des Supraleiters identifizieren können, sodass wir dann quasi angepasste Wöhler-Kennlinien aufzeichnen konnten. Und Sie sehen, mit zunehmender Zyklenzahl nimmt die maximale Beanspruchung des Leiters entsprechend ab, beziehungsweise mit niedrigeren Beanspruchungen können höhere Zyklen, Auf- und Abkühlzyklen zum Beispiel durchlaufen werden. Und auf Basis dieser Erkenntnisse ist es jetzt natürlich nur logisch, einen Schritt weiter zu gehen, eine Wicklung aufzubauen mit entsprechender Kühlung und diese Wicklung dann zu untersuchen und dann schlussendlich auch in einen Generator zu integrieren. Ein weiteres Forschungsprojekt ist die Entwicklung einer miniaturisierten Röntgenröhre für einen Computertomographen. Das ist ein größeres Projekt mit verschiedenen Partnern, wo es darum geht, die herkömmliche Asynchronmaschine zu ersetzen durch einen modernen Maschinentyp, dadurch Bauraum einzusparen und das Ganze deutlich kompakter zu machen, sodass zum Beispiel das CT-Gerät in einen Rettungswagen integriert werden kann, was natürlich allen Menschen zugutekommen würde, wenn sie denn einen Schlaganfall zum Beispiel haben. Ein wesentliches Ergebnis dieses Forschungsprojektes ist es, dass sich die Flux-Switching-Maschine sehr gut für den Einsatz eignet, weil der Rotor sehr robust ist und die Erregung über Permanentmagnete im Stator realisiert werden kann. Dieser ist sehr gut gekühlt und kann entsprechend dann sehr robust ausgeführt werden. Sie sehen hier einmal, wie so eine Röntgenröhre aufgebaut ist. Wir konzentrieren uns hier auf den Antrieb. Es gibt noch einen Anodenteller und eine Kathode. Über Kathode und Anode wird ein Elektronenstrahl aufgebaut. Und wenn die Elektronen hier an der Anode abgebremst werden, wird Röntgenstrahlung erzeugt. Und damit hier es nicht zu einer lokalen Überhitzung kommt, muss dieser Anodenteller sich ständig drehen. Das Ganze wird natürlich sehr heiß und die Wärmeverluste werden dann über das Lager abgeführt. Ja, eine wesentliche Erkenntnis dieser Forschungsarbeit ist, dass wir ein Drehmoment erzeugen können mit einer optimierten Flux-Switching-Maschine, welches um den Faktor 2,5 größer ist als das der ursprünglichen Asynchronmaschine. Und wir können auch die Aktivteillänge um den Faktor 3 bis zum Faktor 3 reduzieren, was ja phänomenal ist und ein sehr gutes Ergebnis zeigt. Natürlich haben wir das nicht nur simuliert, sondern bei uns an der Universität auch konstruiert und einen Prüfstand aufgebaut. Hier sehen Sie ein Foto von der fertiggestellten Demonstrationsmaschine. Diese ist
deutlich kleiner als die ursprüngliche Asynchronmaschine und liefert, wie gesagt, das größere Moment. Und zum Abschluss noch ein kleines weiteres Forschungsprojekt oder ein größeres Forschungsprojekt, was wir betrachten, nämlich die Erforschung von elektrischen Antrieben für Exoskelette. Hier geht es darum, ein möglichst komfortabel tragbares Exoskelett zu entwickeln, welches für Pflegekräfte zugeschnitten ist. Es sollen biegeflexible Linearmotoren zum Einsatz kommen, die eine sehr hohe Kraftdichte aufweisen. Und was wir machen bei uns an der Professur ist, dieses Modell, die Gesamtauslegung zu entwickeln, die Komponenten zu optimieren und zu testen und dann eben einen maßgeschneiderten, biegeflexiblen Linearaktuator zu entwickeln. Dieser Aktuator ist eisenlos, das heißt, er erzielt eine hohe Kraftdichte, hat allerdings eine geringe Effizienz und ist daher nicht für den Dauereinsatz geeignet, sondern eher zum Abfangen von Lastspitzen, wenn zum Beispiel eine Person hochgehoben wird. Da gibt es ganz kurze Zeitbereiche, wo es Sinn macht, den Rücken zu entlasten. Und neben der Auslegung und Berechnung dieses Aktuators erforschen wir auch eine Fertigung, die es erlaubt, dann diesen neuen Maschinentyp in einer großen Bandbreite herzustellen und in die Anwendung zu bringen. Nicht nur im Bereich der Exoskelette, sondern auch zum Beispiel im Bereich der Softrobotik. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, Ihnen die Ergebnisse unserer Forschungstätigkeit vorstellen zu dürfen. Und ich wünsche Ihnen noch eine wunderbare, erfolgreiche Konferenz. Machen Sie es gut. Tschüss.